Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 25. Juli 2017 behauptete Rainer im Stream, Klavier spielen zu können und bezeichnete BenLP als illoyal. Auch tauchten an diesem Tag Teamspeak-Leaks auf, in denen Rainer während einer Diskussion einige abenteuerliche Äußerungen tätigte. Ich habe schon im Management gearbeitet, wahrscheinlich schon weit mehr als ihr. Okay. Ja, wisst ihr, allein die Tatsache, dass ihr jetzt schon wieder lacht oder versucht, euer Lachen zu unterdrücken oder so tut, zeigt schon wieder, dass ihr absolute Ignoranz habt und absolut keine Ahnung, was ich wirklich bin oder mache. Eben genau, das ist der Punkt. Du bildest dir etwas ein, von einem Menschen zu wissen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich bin 17. Und deswegen willst du mir, der gut 11 Jahre älter ist als du, erzählen, wie das Leben läuft? Wie mein Leben verlaufen ist, obwohl du keine Ahnung hast? Das kann mich dem 70 durch 2 teilen. Ach, weißt du was? Leute, bildet euch nicht ein, über mich mehr zu wissen, als ihr kennt oder wisst. Ich lüge nicht, ich erzähle euch lediglich etwas, von dem ich will, dass ihr nicht die Wahrheit erfahrt. Basta. Das ist keine Lüge, das ist Selbstschutz, nennt man sowas. Weil letzten Endes geht euch mein Privatleben nichts an und es wird es auch nie. Aber dadurch, dass ich euch solche, wenn ihr unbedingt wollt, Lügen erzähle, dadurch schütze ich mein Privatleben auf eine ganz andere Art und Weise, als es andere je machen könnten. Zusätzlich wurde enthüllt, dass Rainer anscheinend ein Profil auf der Dating-Plattform Badoo hatte. Dann erklärte er würde versuchen, die Hater mit Unvorhersehbarkeit zu verwirren. Pass auf, du willst wirklich was über mich wissen? Was Wahres? Ich versuche unvorhersehbar zu sein. Warum soll ich vorhersehbar sein? Warum soll ich etwas tun, was andere glauben, dass wir zu erwarten haben? Zum Beispiel, es kommen Hater hierher. Auf manche gehe ich los, manchen habe ich schon aufs Maul gekaut, nachdem sie mich dauernd aufgeregt haben. Bei anderen mache ich es nicht. Es gibt Leute, die machen hier richtig Rabatz. Die bauen hier richtig viel Scheiße. Denen tue ich gar nichts. Es gibt Leute, die bauen hier so gut wie keine Scheiße, schreien mich aber an und sonstiges, provozieren mich und dann haue ich fast die Fresse ein. Rainer behauptete auch, schon seit einigen Jahren Klavier zu spielen. Ich bin kein Profi im Klavierspielen und richtig können. Ich spiele seit ein paar Jahren, aber viel zu unregelmäßig und ich habe keinen richtigen Flügel oder halt Klavier. Irgendwann hole ich mir mal eins. Ja, einen Flügel brauchst du ja nicht unbedingt. Für die Sachen, die ich spiele, spielen will und für die richtige Atmosphäre brauche ich einen Flügel. Also was ich den Anfang kann, ich habe es noch nicht fertig gelernt, weil auf dem Klavier kann ich es halt nicht richtig spielen, wo ich habe also auf dem Keyboard. Was ich zum Beispiel da spielen will, ist, oder spielen kann, ist für Elise. Das ist zum Beispiel eins meiner Lieblingslieder jetzt. Rainer hatte BenLP angeblich ein Ultimatum gestellt, sollte er die Videos, in denen er über Rainer redet, nicht löschen, so würde eine Anzeige folgen. Da BenLP sich weigerte, loggte sich Rainer in dessen Account ein, zu dem er wegen des Abo-Specials noch die Zugangsdaten hatte, und löschte diesen kurzerhand. Der dumme Spaß, der hat einfach meinen Kanal gelöscht. Ich habe nichts getan. Ich habe die Wahrheit gesagt. Er nicht, denn er ist der fucking Lügenlord. Und ohne Spaß, ich bin gerade so am Upragen gewesen. Ich habe ihn 2-mal angerufen oder nicht. Ich habe ihn bestimmt 5-mal angerufen. Er ist nicht hingegangen, weil er eine Pussy ist. Ich habe ihn auf WhatsApp geschrieben, habe mich blockiert, weil er eine Pussy ist. Er ist einfach... Er sitzt zu Hause in seiner Schanze und lacht sich den Arsch ab, weil ich weiß, dass hier gleich wieder ein Video hochkommt, wo ich ihn wieder runter mache. Diese kleine Missgeburt, ohne Spaß. Aus seiner Sicht habe ich verdient, natürlich. Ich bin mega illoyal, ja. Wahnsinn. Am 26. Juli behauptete Rainer, er würde nicht gerne auf Wacken gehen, da das Festival zeitlich zu nahe an seinem Geburtstag ist. Wobei im August, das ist halt meine Geburtstagwoche, da gehe ich eigentlich ungern weg. Das ist nichts, wo ich lange weg bin, weil da kriege ich halt dauernd Besuch von Freunden und Familie und so. Am 28. Juli äußerte sich Rainer im Stream zu BenLP.
Rainer, warum hintergehst du den Ben? Ich hintergehe überhaupt niemanden. Ich bin nicht derjenige, der über andere Leute Lügen erzählt. Später streamte Rainer erneut und filmte Besucher vor seinem Tor. Am 29. Juli sprach er während des YouNow-Streams mal wieder über Drool. Drool, nur weil du etwa 5-mal wiederholst, wird dadurch auch nicht was aussagekräftiger. Ach, lass ihn doch. Der hat ein so erbärmliches Leben, dass er am Freitag, Samstagabend nur zu Hause hocken kann und hier im Chat rumhaten. Wenn ich jetzt noch ein Abo-Chat anmache, dann kann ich ihn sogar das noch nehmen. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme trank Rainer in dem Stream Alkohol und sprach dann über sein Liebesleben. Kein Bier mehr, Gallensteine. Alkohol geht auf die Leber, nicht auf die Galle. 30 Jahre ungefickt, Rainer. Cool. Damit hast du 2 Jahre mehr auf dem Buckel als ich. Davon abgesehen bin ich überhaupt keine 28 Jahre ungefickt. Ich habe lediglich 28 Jahre keine Frau gefickt, das ist alles. Auch am 30. Juli streamte Rainer wieder die Besucher vor seinem Tor. Verpisst euch! Verpiss dich, du dummes Stück Scheiße, du kleiner Hurensohn, du verficktes kleines Stück Scheiße! Was mit mir los ist? Was ist mit dir los? Warum musst du mich in meiner Privatsphäre, in meinem Privatleben stören, du kleines Arschloch, hä? Mit mir stimmt alles. Ich bin nicht derjenige, der vor deiner Haustür steht, oder doch? Oder bin ich hier nicht bei mir zu Hause? Doch, schon. Ja, zitter ruhig. So Leute, könnt ihr ihn gleich mal leaken, wenn ihr wisst, wer das ist. Wenn der hier mit seinen komischen Kasper-Gedöns da rumrennt. Weil solche kleinen Hurenwichser-Söhne da, ja, den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als zack zu gehen. Solche Leute, das sind die größten Hurensöhne aller Alter. Warum muss man so asozial bewichst sein, dass man so einen Scheiß abzieht? Ganz im Ernst. Dann trank Rainer wieder im Stream und hauchte mehrmals das Mikrofon an. Anschließend schmiedete er Pläne für seinen Geburtstag. Wenn du an meinem Geburtstag hier auftauchst, dann werde ich die Polizei antanzen lassen und dich abführen. Weil ich will an meinem Geburtstag einfach mal meine Ruhe haben. Ich verstehe auch nicht, warum ich das nicht haben darf. Wisst ihr, was zu meinem Geburtstag kommen kann? 2, 3 Jungfrauen. Hätte ich kein Problem damit. Da hat immer ein Pferdeschwanz, auch mit kurzen Haaren. Du weißt schon, dass ich keinen Pferdeschwanz habe, ne? Ich habe eine kleine Nudel und ich bin stolz drauf. Abgesehen davon, um Politiker werden zu können, muss man da nicht studiert haben? Da muss man doch Politikwissenschaften studieren, oder nicht? Plötzlich lief im Stream das oft mit dem Nationalsozialismus assoziierte Marschlied Erika. Um Gottes Willen! Danach aß Rainer eine angeblich von den Hatern bestellte Pizza. Boah, schöne Pizza, Mann. Lecker, lecker, lecker. Tja, hey, meine lieben Hater. Arschkarte, ne? Ihr bestellt mir eine Pizza und ich esse. Blöd gelaufen, wa? Am 31. Juli 2017 trank Rainer wieder im Stream und auch am 1. August betrank er sich, um seinen bevorstehenden Geburtstag zu feiern. Auch bat er Drool darum, sich im Chat nicht über ihn lustig zu machen. 28 Jahre Jungfrau. Drool, ich hab wenigstens mir noch für jemanden aufgespart, der es wert ist. Was kannst du von dir behaupten? Ein einziges Mal in deinem Leben. Ich habe dich um einen einzigen Gefallen in deinem ganzen Leben gebeten, Drool. Und du kannst dich nicht ein einziges Mal wie ein ehrenvoller Mensch aufführen. Ich verstehe nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Du bist so ein... Bitte um Entschuldigung für den Ausdruck. Asoziales kleines Arschloch. Ich habe keine Ahnung, wann die Menschen ausgelöscht werden. Es könnte heute passieren, es könnte morgen passieren, es könnte in 100 Jahren oder in 1000 Jahren passieren. In 10.000 Jahren brennt die Sonne aus, spätestens dann. Später ging Rainer nach draußen, um Besucher anzuschreien.
Dann hielt er im Vollrausch eine Ansprache an seine Zuseher. Ich werde als Rainer Winkler sterben. Aber das, was ich hinterlassen werde, ist die Geschichte, ob positiv oder negativ. Das, was ich hinterlassen werde, ist die Geschichte des Drachen. Vielleicht bin ich doch nicht so eine Art Prophet, aber vermutlich ist es einfach nur dummes Gewäsch. Danach war Rainer noch bei den Junauern Rootkäppchen und Lachflat zu Gast. Dort verriet er auch, dass im Krankenhaus festgestellt worden war, dass er zwischen 150 und 180 Kilogramm wog. Dann prahlte er mit seinem Erfolg bei Frauen. Und glaubt ihr wirklich, dass ich noch Jungfrau bin, wenn ich so viele Mädels und Bitches abschleppen kann? Leute, alle ohne Scheiß, kommt in Real Life an. Auch zu Rainers Geburtstag am 2. August standen wieder Besucher vor seinem Haus. Warum bist du dann noch da? Warum stehst du noch hier? Weil wir dir was schenken wollen. Ich will was tun. Das ist das einzige Geschenk, was mich interessiert. Willst du was schenken, dann geh. Am 3. August äußerte sich Rainer zu einer E-Mail-Adresse, die ihm immer wieder zugeordnet wurde. Mr. 1488 E-Mail. Eine E-Mail, die ein Versehen war und die bestimmt nicht meine E-Mail ist. Ich habe keine solche E-Mail. Ich weiß bis heute nicht, wie die da reingekommen ist. Am 4. August sprach Rainer darüber, wie wichtig seine Thorhammer-Halskette für ihn sei. Dann gestand er sich ein, dass ein Teil seiner Einnahmen auf Junau von Freespins stammten. Das heißt, Zuseher konnten ihm, ohne Geld auszugeben, Barren schenken, die Rainer sich jedoch als Echtgeld auszahlen lassen konnte. Am 5. August streamte Rainer von seinem Hof und äußerte sich darüber, dass Hater mittlerweile regelmäßig die privaten Daten von Leuten, die ihm auf Junau Geld spendeten, ausfindig machten. Alle, ihr müsst eure Privatsphäre immer schützen. Egal, ob ihr jetzt hier Fans seid oder nicht. Und wenn ihr irgendwo hier auf Junau seid, vor allem dann müsst ihr wirklich schauen, dass eure Privatsphäre sicher ist. Vor allem die Jüngeren unter euch, schaut drauf, dass niemand eure privaten Adressen, Daten und so weiter und im Idealfall auch nicht mehr Bilder von euch zu sehen bekommt. Auch am 6. August streamte Rainer wieder, als er sich mit Besuchern vor seinem Haus stritt. Du hältst dich für einen ganz coolen Typen, oder? Ja, kann man so sagen. Ich sag dir mal was. Ich kenne auch so einen Typen wie du. Ich würde sagen, wie alt ist der jetzt? 40? Hat kaum was erreicht in seinem Leben. Vögelt irgendwelche stumpfen Weiber, die nach zweimal Stoßen schon gekommen sind, weil sie blond wie sonst was sind. Ich habe mich nicht besiegen lassen von irgendwelchen Kaspern, auch wenn ihr was Gegenteiliges behauptet. Mein Traum ist, dass ihr jetzt hier verschwindet und ich mir in Ruhe anfetten kann. Am 7. August wurde auf der Dating-Plattform poppen.de ein Profil entdeckt, das Rainer zugeordnet werden konnte. Das Profil wurde mit großer Wahrscheinlichkeit von Rainer selbst erstellt, da es die klassischen Rechtschreibfehler aufwies und eine VIP-Mitgliedschaft erworben worden war. In dem Profil gab Rainer auch zu, noch nie mit einer Frau geschlafen zu haben und behauptete, im Alter von etwa 10 mit einem gleichaltrigen Jungen experimentiert zu haben. Am 8. August erhielt Rainer sein Gehalt von Junau und kündigte an, sich eine neue Kamera zu kaufen, Renovierarbeiten an seinem Haus durchzuführen und sich das Drachenlord-Logo tätowieren zu lassen. Aufgrund eines englischen Kommentars versuchte Rainer dann Englisch zu reden. I'm extreme losing. My English is not good. Extreme crap. When my hate come to you, sorry, is not my, was heißt denn Absicht? Is not my plan. I not speak to my hate. Does my hate go to you? Is not my plan. Sorry. Falls my hate, ja. When my hate come to you, is not speak for me. Später äußerte er sich im Stream zu dem Vorwurf, kritikunfähig zu sein. Ich sehe einen Hater nicht als Kritiker und einen Kritiker nicht als Hater. Ein Hater ist ein Hater und ein Kritiker ist ein Kritiker.
Aber ich höre weder auf den Kritiker noch auf den Hater, weil keiner von beiden das Recht hat, mich zu kritisieren oder mich anzumachen. Was? Jeder hat das Recht, dich zu kritisieren, da du dich öffentlich bewegst und damit deine Kohle verdienen willst. Nein! Genau das ist der Punkt. Niemand hat das Recht, einen anderen Menschen zu kritisieren, wenn er nicht perfekt ist. Und Drool, ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der weniger perfekt ist wie du. Als Rainer bei LXTV im Juno-Stream zu Gast war, gab er die Geschichte, wie er angeblich Hater im Bach verprügelt hatte, zum Besten. Sich mit Rainer anzulegen, ist nicht so ohne. Und insofern überlegt euch, was ihr tut. Wenn es richtig blöd läuft, kann es tödlich enden. Danach herrschte einige Tage lang Funkstille. Erst am 13. August streamte Rainer wieder und erklärte, die letzten Tage wegen starker Schmerzen im Krankenhaus gewesen zu sein. Am 14. August erschien dann das Video Zusammenfassung der Lage. Metal Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachen. Zunächst mal einen kleinen Fakt, ich trage gerade keine Hosen und ja, das meine ich ernst. Nachdem Rainer über seinen Werdegang auf YouTube und die Hater gesprochen hatte, äußerte er sich zu den sogenannten Schulhof-CDs, von denen er als Kind auch eine erhalten hatte. Und heute bin ich ein Mensch, wenn ich sowas nochmal in die Hand gedrückt bekommen würde von jemandem und ich mitkriege, was da drauf ist, würde ich das wieder verbrennen. Und die Leute, die mir es gegeben haben, gleich mit. Ich wollte und ich habe in der Schulzeit und auch im Kindergarten so gut wie nie jemanden geschlagen. Man konnte mich sehr leicht reizen und man konnte mich sehr leicht ärgern. Meistens hat sich das daraus geäußert, dass ich geweint habe. Natürlich hat es den anderen Kids gefallen, ja, so ein Riesenkerl wie ich. Und ich war derjenige, der von den kleineren Schülern, von den Jüngeren, geärgert wurde und geheult hat. Damals habe ich mir das nicht wirklich erklären können. Ich war groß, ich war stark, ich hätte die alle zusammenfalten können, wenn ich gewollt hätte. Ich habe es auch ein- und zweimal versucht. Auch existiert von diesem Tag ein Video, aufgenommen von Besuchern, die abends bei Rainer waren. Halt's Maul! Das interessiert mich nicht! Ich film's. Packt Hey. euch und haut ab! Rainer! Euch 100 kommen und euch die Fresse Rainer! von hier. Rainer! Ohne Scheiß. Chill mal Junge, kurz. du bist im 9. nachts, wenn es hier dunkel ist. Willst du mir wirklich irgendwas erzählen? Komm, Spaß da doch, Alter! Ey, Rainer, chill mal kurz. Chill mal kurz. Doch du! Chill in deiner Scheißfotzentanke, Alter! wir haben nichts Wo sie dabei, herkommt, gar nichts. Interessiert mich nicht! Daraufhin entfernte Rainer wieder einmal alle Videos von seinem Hauptkanal. Am 15. August streamte er jedoch bereits wieder auf YouNow und beteuerte, dass es in Zukunft nur Streams und Gaming geben soll. Müsst ihr mit eurem Met eben auskommen, was ihr im Stream kriegt, weil auf dem Gaming kriegt ihr ja kein Met. Auf seinem Hauptkanal plante er erst, wieder Videos hochzuladen, falls es 1 bis 2 Monate lang zu keinen Besuchen kommen würde. Dann behauptete er, alle Videos auf seinem Hauptkanal deswegen gelöscht zu haben, da ihm ein Hater vor seinem Haus sein nacktes Gesäß gezeigt hatte. Obwohl gesundheitliche Probleme Rainer zu schaffen machten und sich die Situation mit Besuchermassen vor seinem Haus nicht zu entspannen schien, streamte er doch fast täglich. Vermutlich waren die YouNow-Einnahmen, die dank der Freespins und Abos nun bei etwa 1.500 € im Monat lagen, für Rainer nicht bloß verlockend, sondern regelrecht unentbehrlich.